Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben es Sonntag, kurz vor 15 Uhr, also ist jetzt gerade im Moment der Aufnahme ganz frisch. Wir schauen rein auf die beiden Server, die jetzt am Freitag gelauncht sind. Einmal den amerikanischen Server 1 und EU14. Vergleichen das Ganze mal, wie es bei den Spielern so aussieht, wie viele Spieler jetzt mittlerweile schon auf den amerikanischen Servern sind. Gucken wir mal sofort. 3544 jetzt gerade, ja, es sind noch ein paar Spieler dazugekommen, aber gut, das kann man jetzt natürlich, 500 Spieler mehr sind jetzt auch nicht so extrem krank viel, sag ich mal, ne? Es wurde halt nicht sehr viel Promo gemacht für den Server hier, muss man dazu sagen, ne? Allerdings, ja, hatte ich ja schon im Video gestern gesagt, dass ich da auf jeden Fall mit ein bisschen mehr gerechnet hätte. Aber gut, schauen wir mal in die Ehrenhalle rein, wie es hier so aussieht. Auf den ersten Rängen haben wir die ersten zwei Spieler, die über Stufe 200 sind. Und ansonsten haben wir ein paar Leute, die hier zum 100er, mittleren 100er, Anfangs 100er Bereich sind auf jeden Fall. Es gibt ja immer ein paar Leute, die so ein bisschen ausrasten. Und das sehen wir natürlich auch hier auf dem Server. Tatsächlich sind mir die Leute gar nicht so krass aufgefallen, am ersten Tag auf jeden Fall. Aber ja, GZ, dass wir hier zumindest zwei Spieler haben, die Stufe 200 plus sind. Dann gucken wir mal ganz kurz in den europäischen Server rein. Ja. Wir haben hier auf dem Server jetzt momentan gerade ein bisschen über 18.000 Spieler, die sich registriert haben. Was okay ist, sag ich mal, für einen EU-Server. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist auf jeden Fall jetzt kein gefloppter Serverstart oder so irgendwie. Ne? Das kann man schon einigermaßen machen dafür, dass der Server halt eben jetzt auch in dem Sinne jetzt nichts Besonderes so ist. Es ist kein großartiger Jubiläumsserver etc. pp. Und wenn wir hier mal schauen, dann sehen wir überraschenderweise, dass tatsächlich auf dem Server es keine Stufe 200er gibt. Also wir haben hier eine deutlich höhere Spielerzahl auf dem europäischen Server, deutlich höher. Allerdings haben wir hier keine Hardcore-Pusher wie auf den amerikanischen Servern. Wir haben hier ein paar Leute, die Stufe 100 erreicht haben, aber auch das gerade mal so. Es sind jetzt auch nicht extrem viele, die jetzt hier Stufe 100 geknackt haben. Wir haben hier den höchsten mit Stufe 174 gerade am Start. Ansonsten sieht das hier echt sehr überschaubar aus, muss ich sagen. Also hier sind ja, ich sag mal, nur 100er plus 100er Accounts in den Top 15, also Top 14 besser gesagt hier, ne? Also das ist schon krass. Also wir haben hier sehr viele durchschnittlichere Spieler am Start, was natürlich jetzt überhaupt nichts heißen muss irgendwie, nur dass wir jetzt auf dem anderen Server da ein paar Leute mehr haben, die da extremer reingehen, ein bisschen mehr reinpayen, heißt das jetzt nicht, dass das jetzt hier unbedingt schlechter sein muss vom Ding her. Im Gegenteil, es könnte sogar besser sein, weil die Leute, die jetzt nicht so extrem zum Serverstart die ersten paar Tage reinpushen, könnte es natürlich gut sein, dass die dann halt eben vielleicht ein bisschen langfristiger spielen, ein bisschen länger das Ganze hier durchplanen und vielleicht dann zwar nicht komplett Pay to Win, alles wegdominieren, so Hardcore-Pilzen, Hardcore-Shrooming, so, ne? Aber dafür halt eben ein bisschen Long-Term halt mit moderatem Investment, 320 Alu, 50er Mounts, ein paar Dungeons knallen etc. pp. Ne? Da könnte hier auf jeden Fall mehr Potenzial sein. Also nach wie vor, wenn ihr irgendwie einen Server starten wollt, ja, ich muss es leider so sagen, ich würde euch den amerikanischen Server nicht empfehlen. Und das sage ich tatsächlich selten, aber ich muss das einfach so kommunizieren, dass ich würde den Server euch auf lange Sicht würde ich den euch nicht empfehlen, weil hier halt wirklich so wenig Spieler auf dem Server sind. Wie gesagt, die Top 30 hier, ne, die sieht zwar wirklich besser aus, wenn man das jetzt so sagen kann, als auf dem europäischen Server. Aber das ist halt alles auch nur eine Momentaufnahme. Ne? Wir haben hier natürlich auch ein paar Influencer dabei, die immer dabei sind, so, die auch immer zum Start reinpushen. Die werden auch hier nicht alle auf Ewigkeiten spielen.
und wer weiß, was dann auch mit deren Gilden denn vielleicht auch passiert, ne? Also ja, also wenn ihr hier langfristig Spaß haben wollt, würde ich euch echt zur Vorsicht raten hier auf dem Server. Ne? Klar, wenn ihr unbedingt beim ersten Server von irgendeinem amerikanischen oder ne, was weiß ich wo dabei sein wollt, dann go for it. Will ich euch nicht abhalten. Würde ich dann nur ein bisschen so vor den Risiken warnen, dass ja, eventuell der Server nicht so dieses absolut kranke Langzeitpotenzial hat. Ne? Sind natürlich alles nur Mutmaßungen. Ne? Das kann sich natürlich auch alles noch ändern. Da kann sich vieles noch geben so. Ne? Und auch hier im unteren Bereich heißt das ja nichts. Ne? Nur weil wir jetzt hier in den, sag ich mal, Top 300 nachher so in den Stufe 30er Bereich reinkommen, heißt das ja jetzt nicht. Ich meine, ne, das ist ja trotzdem immer noch nicht so schlecht, so sag ich mal, an Tag 3 jetzt Stufe 40 oder so zu sein, ist ja jetzt auch kein Beinbruch. Ne? Weil nicht jeder pilzt hier mit Tausenden von Pilzen am Wochenende rein. Das machen ja wirklich nur vereinzelt Leute. Und wir gucken ja vereinzelt ja auch wirklich nur auf diese Exemplare, sag ich mal, ne? Weil die halt eben weit oben in der Ehrenhalle stehen. Trotzdem haben wir hier ja relativ viele Leute, die halt eben auch in diesen 30er, 40er Bereich sind, jetzt auf Tag 3. Und ja, wie gesagt, ich bin da jetzt absolut kein Beispiel. Also ich habe jetzt auch, ich habe jetzt mit Stufe 27 habe ich jetzt eigentlich fast nur durch Alu geschafft. Ich weiß nicht, okay, wir haben ein paar Dungeons haben wir hier noch offen. Die können wir jetzt mal noch vielleicht ein bisschen legen, weil ich hatte ja jetzt auch einmal Alu gespielt, aber ich habe auch meine Skills hauptsächlich in die Gilde gesteckt, dass ich da wenigstens eine einigermaßen kleine Bereicherung bin für die Leute. Ich habe mich jetzt auch noch nicht, glaube ich, weiter großartig equipped. Also das liegt noch alles so ein bisschen auch vor mir, muss ich sagen. Ja, außer die Waffe. Die Waffe habe ich, es ist relativ neu. Ja, aber ansonsten schafft man eigentlich das auch gut schon mit den Expeditionsevents. Also ich bin erstaunt. Ich glaube auf EU14. Wir gucken mal hier in die Dungeons rein. Hier habe ich noch keinen einzigen Dungeon gemacht. Ne? Also sieht man ja, ich habe hier noch gar nichts gelegt. Ne? Und ich hatte gestern auch meine Alu nicht gespielt gehabt. Ich glaube, oder fast nicht. Ich habe das, was ich jetzt hier geschafft habe, habe ich nur durch Questen. Wirklich nur durch Questen geschafft, mehr nicht. Ja? Und das mit keinem Sammelalbum hier. Ne? Also 1%, ich habe wirklich hier nichts gemacht auf dem Server. Es tut mir auch leid an die Gilde auf jeden Fall hier. Ne? Das ist aber auch, ich hatte schon in den Chat geschrieben gehabt, ist für mich leider überhaupt nicht großartig tragbar, machbar, ja, hier 2 Server parallel zu spielen und ja, nebenbei halt eben noch das normale Leben irgendwie noch einigermaßen zu verfolgen, ist absolut ausgeschlossen. Ja, trotzdem will man natürlich hier nicht irgendwie ein Klotz am Bein sein, ein Bein am Klotz. Ja, aber da habe ich schon gesagt, auf jeden Fall sehr gerne kicken, wenn ich hier nicht mehr großartig ja, von Bedeutung bin auf jeden Fall. Ne? Wurde schon, glaube ich, soweit ich weiß, ja, wahrgenommen. Ja, Freunde. Ansonsten, so sieht es momentan aus auf den 2 Servern. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, und ob sie nochmal für den amerikanischen Server hier irgendwie nochmal, oder beim nächsten amerikanischen Server, da denn, ja, so ein Placement, einen YouTuber ranholen oder was weiß ich, irgendeinen Influencer, der den Server noch ein bisschen bewirbt und dann mal gucken, wie dann so die Auswirkungen sind. Es muss sich ja auch erstmal alles rumsprechen und verbreiten. Ne? Das ist jetzt erstmal so, man hat jetzt erstmal so sein Learning, zieht man ja safe jetzt erstmal so aus dem Serverstart und guckt, was man dann beim nächsten Mal dann so besser machen kann. Und ja, deswegen, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Es ist ein mutiger Schritt auf jeden Fall zu expandieren, aber es ist meiner Meinung nach der richtige Schritt, das Game halt eben auch in anderen Ländern so ein bisschen abseits von unseren Hauptanlaufpunkten zu etablieren. Für eine stärkere Playerbase, ne? Und deswegen ja, wünsche ich da auf jeden Fall trotzdem weiterhin alles Gute. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass der Serverstart halt eben ja, nicht so verlaufen ist, wie man sich das vielleicht erhofft oder vorgestellt hat. Ne? Allerdings, ja, wie gesagt, ist das halt eben alles
natürlich ein Learning. Ja, Freunde, ansonsten schreibt mir sehr gerne, ob ihr auf einem der beiden Server jetzt momentan gerade spielt. Ja, ansonsten war es das erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne auf jeden Fall eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich wünsche euch ansonsten noch einen super schönen Sonntag und wir hören uns morgen natürlich in alter Frische das nächste Mal wieder. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.